Tiefe Kratzer sicher und schnell entfernen, darum geht es heute in diesem Video. Herzlich willkommen. Wir sind nicht umgezogen, sondern sind, wie du es hinter mir siehst, bei 3M vor Ort. Ich habe den Christian hier an meiner Seite, Anwendungstechniker von 3M, der uns heute mal den 3M-Schleifprozess zum Entfernen einzelner tiefer Kratzer zeigt. Also alles, was noch im Lack ist, was wir noch entfernen können, wollen wir heute entfernen in einem sicheren Prozess, der den Lack nicht beschädigt, aber auch möglichst effizient ist und wenig Lack abträgt. Viele Anforderungen daran. Christian, danke, dass du da bist. Ich freue mich auf den Prozess. Gerne, danke schön. Ganz kurz zur Einordnung, wovon wir reden. Wir haben ja im Lackaufbau angefangen vom Untergrund, also Blech oder Kunststoff, haben wir meistens, je nachdem, entweder eine KTL, also die Werksschicht sozusagen, oder eine Füllerschicht. Darauf kommt dann der Basislack, der die eigentliche Farbe gibt, und dann oben der Klarlack, der UV-Schutz und Effekt gibt, zum Beispiel Metallicpartikel, können da auch mit verarbeitet sein. Auf jeden Fall die oberste Schicht ist der Klarlack. Wir haben in der Regel bei einem Werkslack, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 40, 50 μ im Normalfall. Das ist die Schicht, in der wir arbeiten können. Wobei wir natürlich auch nicht alles wegrasieren wollen, nur um einen Kratzer zu entfernen, weil wenn kein oder kaum noch Klarlack mehr da ist, fehlt auch ein bisschen Umweltschutz. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, wenn wir einen Kratzer im Klarlack haben, wie wir diesen effektiv abmildern oder komplett entfernen können. Deswegen, Christian, ich würde sagen, mach mal einen professionellen Kratzer und dann können wir ihn auch professionell entfernen. Ja, ich werde jetzt mal hier einen Kratzer in den Klarlack ziehen und mal schauen, wie wir in dem Bereich da dran gehen würden. Der ist noch so in der Stärke, dass wir den noch retten könnten. Okay, du hast dir reichlich Mühe gegeben, hast schön was gemalt. Würdest du sagen, wir kriegen das alles raus? Hier würde ich sagen, das kriegen wir definitiv raus. Hier habe ich einen reingemacht, wo man sagen könnte, das ist schon grenzwertig, prinzipiell eine Faustformel ist, wenn man mit dem Fingernagel schon ordentlich hängen bleibt, ist schon die Gefahr da, dass man durch den Klarlack durch ist. Ja, okay. Würdest du jetzt vorher einmal messen, um zu sehen, wie viel Lack überhaupt drauf ist, oder was wäre der erste Schritt? Als erstes würde ich hier wüssten wir schon, hier könnten wir theoretisch schon feiner anfangen, aber bei dem wäre der erste Körnungsschritt eine 1500er Körnung. Und ich würde mich daran tasten, wo ist der Bereich, dass ich dann noch im Klarlack drin bleibe. Das ist das Wichtige. Ja. Bevor wir jetzt anfangen, du hast dich auch ein bisschen ausgerüstet. Was ist so die Standardausrüstung zum Schleifen? Was sollte man tragen, sage ich mal, in dem Körnungsbereich? Im Bereich 1500er Körnung kann man schon sagen, da entsteht schon Staub. Und da ist es prinzipiell immer wichtig, auf den entsprechenden Gesundheitsschutz zu achten. Das heißt, ich benutze eine Brille, ich benutze einen Atemschutz oder eine Partikelmaske, in dem Fall eine P2-Maske. Und ich benutze aber auch entsprechende Handschuhe, einfach um mich zu schützen. Okay. Schleifst du jetzt von Hand oder mit der Maschine? Ich schleife jetzt mit der Maschine. Mit der Maschine hat man allgemein immer einen homogeneren Schliff. Und da ist es möglich, eine feinere Oberfläche zu erzielen. Prinzipiell benutze ich jetzt eine Festool Lex 3 77 mm Maschine. Das ist eine pneumatisch angetriebene Maschine. In dem Fall hier benutze ich die jetzt sogar mit einem Pneumatikadapter. Den kann man hier mit einem Schnellverschluss anbringen. Man hat die Möglichkeit abzusaugen, deswegen haben wir auch Absauglöcher hier in dem Teller drin. In dem Fall im Finish-Bereich bei uns benutzen wir gerne nur den Druckluftadapter, weil beispielsweise bei unseren feineren Körnungen der Trisac-Technologie, die wird feucht empfohlen anzuwenden und da macht es natürlich keinen Sinn, feucht abzusaugen. Ja. Müsste man jetzt 1500 absaugen oder sagst du, das geht auch noch ohne? Das ist jedem selber überlassen. In dem Fall werde ich das, damit man auch mal sieht, was wir wirklich vom Klarlack abnehmen, benutze ich hier keine Absaugung. Ja, super. Wir sehen hier die Bezeichnung 2,5. Das ist einfach nur die exzentrische Bewegung, die die Maschine macht. Da haben wir bei den entsprechenden unterschiedlichen Maschinen hier von Festool unterschiedliche Exzenterhübe. Zur Lex 77 sind das 2,5 mm. Ich würde vorschlagen, bevor wir anfangen, ich habe mir mal schnell ein kleines Lackdickmessgerät geschnappt. Wir messen einmal vorher, dass wir einfach einen Referenzwert haben, wie viel dann bei so einem Prozess entfernt wird. Ich halte das jetzt hier einfach mal drauf. 210, 216, 201, 204. Ich nehme mir einfach einmal den etwas tieferen Kratzer hier als Referenz, ungefähr die Mitte, dass wir einen Punkt haben. 200, 199, 200 und den ganz tiefen 199, 199, 199. Das ist einfach zu merken. Ja, als ersten Schritt nehme ich eine 260L Filmschleifscheibe. Die wird auch trocken genutzt, weil wir halt den großen Kratzer haben, würde ich das als ersten Schritt empfehlen.
Welche Körnung nimmst du da? P1500 wäre meine Empfehlung. Okay. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir da eigentlich kreiert haben. Wenn ich da jetzt mit Sauger jetzt schon gearbeitet hätte, hätten wir gar nicht diese Menge an Staub. Aber jetzt entfernen wir erstmal den Schleifstaub, so dass wir mit einer feineren Körnung jetzt da dran gehen können. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Lack eigentlich abgetragen wurde. Wir hatten ja als Referenzwert ungefähr 200. Messen wir nochmal nach. 176 μ, also grob 25 μ abgetragen. Das ist schon eine ganze Menge, aber mal gucken, ob es sich gelohnt hat. Als nächsten Schritt nehmen wir dann die P3000er Körnung. Das ist die Trisect-Technologie. Das ist eine besondere 3M-Technologie. Das sind Pyramidenformen auf der Schleifscheibe. Trisect ist unsere Empfehlung, feucht anzuwenden. Und dadurch erzielen wir erst die besondere Wirkung der Trisect-Technologie. Ja. Jetzt sehen wir natürlich, ob wir mit der P3000er Körnung die Schleifriefen der 1500er Körnung eliminiert haben. Deswegen auch immer die Empfehlung, die Außenbereiche der letzten Körnung leicht zu überschleifen. Wir empfehlen da so ein Drittel drüber schleifen, damit man die Randbereiche der gröberen Körnung nicht mehr sieht. Der letzte Schritt ist dann die 8000er Körnung. Warum machen wir das? Wir könnten ja theoretisch auch schon die 3000er aufpolieren, aber wir reden ganz gerne von Prozesssicherheit, Zeitersparnis. Soll sich ja auch alles irgendwo lohnen und deswegen umso mehr man schleift, umso weniger muss man polieren. Man ist auf der sicheren Seite, man hat einen einfachen, effektiven, aber auch sicheren Prozess und deswegen ist unsere Empfehlung zum Abschluss die 8000er Körnung. Wie gesagt, wir könnten auch die 3000er aufpolieren, aber das ist dann ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen unkontrollierter als zu schleifen. Also man sieht jetzt hier nach der 8000er Körnung, wenn man hier schon mit dem Finger drüber geht und mal leicht drüber wischt, ist man schon in einem Bereich wie poliert eigentlich drin. Bedeutet, die Polierzeit später wird natürlich enorm verkürzt. Ja, das heißt, du brauchst jetzt nicht mal mehr eine Schleifpolitur, um den Schliff rauszunehmen. Da reicht jetzt eine mittlere. Ja, wir würden jetzt in unserem Fall mit unserer Famous Finish da drüber gehen. Ja. Und man ist wirklich über die Stelle schnell drüber, weil ich sage immer, Schleifen ist kontrolliertes Arbeiten. Ja. Mit einer Politur ist das immer ein bisschen Temperatur, druckabhängig, maschinenabhängig. Ja. Aber Schleifen ist kontrolliert und deswegen können wir uns bis zu dem Ergebnis hin schleifen. Und das ist das Wichtige. Wow, faszinierend, dass hier wirklich schon, man sieht echt schon Glanz. Also ich bin gespannt, wenn es poliert ist, wie das Finish ist. Dann messen wir nochmal den Lack und dann bin ich extrem gespannt, ob alle Kratzer weg sind. Ja, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, die Politur anzugehen. Wir haben unser Color-Code-Prozess, die grüne Kappe, gelbe Kappe und optional die blaue, dann Anti-Hologramm. Wir haben aber auch den Famous Finish-Schleifprozess. Das ist der schnelle Prozess, der ist dann auch optional mit der Anti-Hologramm. Den werden wir hier anwenden, weil es einfach mit dem 8000er Schliff der Prozess hergibt und da haben wir perfekte Ergebnisse. So, jetzt sieht das hier natürlich alles schon schön aus, glänzt, super, aber wir gucken auch gerade in irgendwelche Glanzstoffe. Und das heißt, die verdecken hier teilweise das wahre Gesicht unter dem Glanz. Heißt, die Schleifriefen, die eventuell noch hier drunter liegen, die sehen wir gar nicht. Sieht gerade toll aus und deswegen setzen wir, finde ich, Kontrollspray ein. Das heißt, die ganzen Glanzstoffe holen wir raus. Wir sehen, was wir dann noch ein Schliffbild drin haben, irgendwelche Marker. Und danach geben wir dem Ganzen wieder Glanz mit der Famous Finish. Aber ein wichtiger Prozessschritt ist immer das Finish-Kontrollspray. Ja, man sieht hier jetzt die kleineren Kratzer, die wir erstellt hatten, die haben wir jetzt komplett entfernt. Den größeren, der natürlich auch mit dem Fingernagel zu spüren war, hat jetzt im Anfang- und Endbereich dann doch zu tiefe Spuren hinterlassen, sodass wir den ohne den Klarlackbereich zu verlassen, gar nicht eliminieren können. Okay, Christian, dann würde ich sagen, ich habe hier noch einen kleinen Referenzpunkt. Da messe ich mal, was wir an dem Extremkratzer abgetragen haben. Ja, also tatsächlich um die 30 μ. Das war natürlich einmal alles gegeben. 40 sind das. Nee, ja, stimmt, 40, hast recht, wir waren bei 200, ich war bei 190, sogar um die 40 μ. Und daneben, bei den anderen Stellen, wo du ja nicht ganz so grob rangegangen bist, sind wir bei 174 ungefähr. Also nochmal deutlich weniger sozusagen am Abtrag. Wenn wir sagen, wir haben hier die 40 μ weggenommen, sind wir natürlich noch immer in dem Bereich im Klarlack. Ja.
aber wir wissen jetzt, es ist nicht möglich, den tiefen Kratzer zu entfernen. Ja. Würdest du sagen, jemand, der nicht so viel Schleiferfahrung hat, sollte im 3000er-Bereich bleiben, um nicht ganz so weit runter zu gehen? Oder würdest du jedem empfehlen, 1500 kann man sich schon ranwagen? Man kann schon einen 1500er ranwagen, besonders in unserem Bereich, wo oft die Profis zugange sind. Ja. Im Privatbereich sollte man das natürlich dann mit Vorsicht genießen. Ja. Da ist man mal schnell durch und hat einen höheren Schaden verursacht, als man damit gewinnen konnte. Ja. Aber wie gesagt, normalerweise hätte ich für die Kratzer hier rechts den Einstieg 3000 locker nehmen können. Und 3000 trägt natürlich viel weniger Lack ab, haben wir in einem anderen Video gesehen, wo wir das mal gegenübergestellt haben. Das ist dann natürlich deutlich schonender. Aber hier der Prozess, also effektive Arbeitszeit, vielleicht 10 Minuten mit dem Polieren. Jetzt könnte man vielleicht noch mal mit der Anti-Hologramm rübergehen, um den Schleier wegzunehmen. Das, aber muss man ja nicht. Kratzer entfernen, 10 Minuten. Super schneller Prozess, super sicherer Prozess. Wie gesagt, wagt euch langsam ran, ne, kontrolliert, vielleicht erst mal 5 Sekunden schleifen, abwischen, gucken, sodass ihr immer gezielt arbeitet, messt immer zwischendurch nach, dass ihr nicht zu tief geht und dann kann eigentlich nicht viel passieren. Und wir haben, glaube ich, heute gelernt, lieber mal ein bisschen mehr schleifen und dann nur noch mal rüberhauchen mit der Politur, als ewig jetzt drauf rumzupolieren. Christian, vielen Dank für diesen Teil. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!